Eines Ihrer Bücher heißt 2025, so arbeiten wir in der Zukunft. Sie haben es schon angesprochen, Digitalisierung, die digitale Wende, die Transformation ist jetzt enorm beschleunigt durch eine Pandemie, Homeoffice-Themen, wir treffen uns über Zoom. Wie wird denn die Zukunft ausschauen? Der Begriff New Work war ja schon geprägt davon, dass man sagt, ich arbeite wann und wo ich will und von wo aus ich will, vielleicht auch nur unter Anführungszeichen Gig Economy, immer nur auf den bezogenen Projekt oder auf das bezogene Projekt. Ich habe trotzdem irgendwie mir mal die Studien angeschaut, die Befragungen von jungen Menschen, auch in der Shell-Studie oder in anderen Studien, und da hört man dann doch auch wieder oft, dass die Arbeitswelt ihnen doch, und das wären ihre Wünsche an die Zukunft, Sicherheit bieten soll. Einen sicheren Job mit einem Unternehmen, das stabil ist. Ich meine, wie wird das jetzt, wird es sozusagen kompatibel sein oder wird es hier noch eine Entscheidungsfrage auf uns zukommen, also in Richtung New Work Individualisierung oder in Richtung sozusagen Stabilität? Ja, also das Spannende sozusagen bei Zukunftsforschung ist, oder das für mich Spannende bei Zukunftsforschung ist, dass es natürlich keine Pauschalantwort gibt, dass natürlich nicht für 100% der Menschen es so oder andersherum ist. Was in unseren Studien steht, und zwar schon tatsächlich seit 10 Jahren und was sich jetzt jedenfalls bisher in der Pandemie auch nicht verändert hat, ist, dass wir ich sag mal, im deutschsprachigen Bereich in eine Welt der Vollbeschäftigung in den nächsten 10 Jahren eintreten. Vollbeschäftigung heißt, es gibt mehr Jobs, als es Menschen gibt. Und der Grund dafür ist nicht, weil die Anzahl der Jobs steigt, die sinkt sogar ein bisschen durch Digitalisierung und Automatisierung, aber der Grund ist, dass die Generation der Babyboomer, also diese riesigen geburtenstarken Jahrgänge eben das gesetzliche Rentenalter erreichen. Also wir werden in den nächsten 10 Jahren eine Massenverrentung in unseren Ländern haben, die auf einer Seite natürlich die Gesellschaft beeinflussen, aber das ist jetzt gar nicht die Frage, sondern auf den Arbeitsmarkt bezogen, heißt das Vollbeschäftigung. Heißt im Klartext, wenn ich heute oder irgendein Mensch heute seinen Job verliert sozusagen, dann hat er morgen 10 neue oder vielleicht sogar 20 neue Angebote, weil es eben auf Deutschland gerechnet, die Zahlen in Österreich sind ein bisschen anders, aber auf Deutschland gerechnet gibt es in den nächsten, sagen wir mal, zwischen 2025 und 30 etwa 3 Millionen unbesetzte Stellen. Ja, also es gibt diese Jobs, es gibt nicht die Menschen. Heißt im Klartext, in der Arbeitswelt verändert sich sehr viel. Die Macht rutscht so ein Stück weit auf die Seite des Arbeitnehmers, also des Arbeitenden, ja, weil das ist Markt, das ist Angebot, Nachfrage. Und jetzt kommt die Frage, was heißt das? In unseren Studien steht, dass etwa 40% der arbeitenden, also gesamtarbeitenden Menschen dann weiterhin eine Langzeitanstellung haben, also so auf die Lebenszeit, wie das bisher so das klassische Modell ist. Etwa 20% steht in unseren Studien, sind dann Selbstständige, Freiberufler, Freelancer. Das ist ein bisschen mehr als heute, aber gar nicht so dramatisch. Aber der dritte Bereich, der ist der interessante. Der dritte Bereich sind 40%, wir sagen dazu Projektarbeiter. Und Projektarbeiter sind Menschen, die sind angestellt bei einem Unternehmen, also nicht Freelancer, sondern wirklich angestellt, aber eben für ein Projekt. Das heißt, wenn dieses Projekt, sagen wir, 1, 2, 3 Jahre dauert und dann eben zu Ende ist, dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass die am Ende dieses Projektes erstens das Projekt wechseln, aber zweitens mit hoher Wahrscheinlichkeit auch das Unternehmen wechseln. Warum tun sie das? Weil sie eben eine neue Grundsicherheit bekommen haben über die Jahre. Die Grundsicherheit heißt, ich werde hier nicht mehr arbeitslos, die Zeit der Massenarbeitslosigkeit ist vorbei. Ich habe diese Grundangst vor Arbeitslosigkeit nicht mehr, weil ich erfahren habe in meinem eigenen Leben und in meinem Umfeld, naja, dass ich, sobald ich einen Job suche, irgendwie 10, 20, 30 Angebote habe. Ja? Und kurz gesagt, auf den Anfang meiner Antwort zurückzukommen, lassen Sie uns das nicht sozusagen pauschal sagen, die Jugend ist so oder so, sondern in unseren Studien steht, 40% wollen nach wie vor klassische Langzeitanstellung, die sind halt so, ja. Und andere 40% schätzen es aber sehr, von Unternehmen zu wechseln, vielleicht in ihrem Leben, wenn sie die Familie gründen, auch mal sesshaft zu sein, natürlich, ja, aber davor und danach dann doch mobil zu sein und flexibel. Und warum tun sie das? Weil sie immer eine etwas höhere, wie soll ich sagen, persönliche Herausforderung mit jedem neuen Projekt bekommen, wahrscheinlich auch ein bisschen mehr Geld, ein bisschen mehr Lohn, weil sie sich die
die Teams, also die Menschen, mit denen sie arbeiten, heraussuchen. Das ist im Augenblick schon bei unseren Umfragen an Platz 2 der Entscheidungsgründe. Und an Platz 3 der Entscheidungsgründe, warum ich einen Job nehme, ist auch sozusagen der Sinn, also der Purpose. Also macht dieser Job, den ich da mache, macht der gesellschaftlich Sinn und so weiter. Also kurz gesagt, wir werden in eine Arbeitswelt gehen in den nächsten 10 Jahren, wahrscheinlich sogar 20 Jahren, die davon geprägt ist, dass es weniger Angebot an arbeitenden Menschen als Nachfrage gibt, Vollbeschäftigung, dass dadurch die arbeitenden Menschen, die Macht haben, auch stärker sind im Vergleich zu ihren Arbeitgebern, ja, dass dadurch auch übrigens die Macht der Gewerkschaften erstens ein bisschen schwindet, zweitens sie sich neu erfinden müssen ein Stück weit, ja. Und dass es letztens eine große Anzahl von Menschen in unserer Welt, in unseren Ländern geben wird, die es völlig normal finden, alle 2 bis 3 Jahre ihren Job und ihr Unternehmen zu wechseln. Sieht man übrigens heute schon in Vollbeschäftigungsmärkten, wenn Sie nach Silicon Valley schauen, Vollbeschäftigungsmarkt, durchschnittliche Verweildauer unter einem Jahr bei einem Unternehmen inzwischen. Oder in unseren Breitengraden, der Profifußball ist ein typischer Vollbeschäftigungsmarkt, ja, da gibt es viel zu wenig. Ja. Dort sieht man, die Guten, die wechseln auch ständig irgendwie, und dann gibt es aber auch ein paar, die eben auf Lebenszeit bleiben oder auf Karrierezeit bleiben. Also es gibt das ist alles nicht ausgedacht, sondern es gibt da sehr klare Beispiele, wo man das ableiten kann, was passiert, wenn unsere Arbeitsmärkte in Vollbeschäftigungsformate sozusagen kommen. Wobei ich sehe ja sozusagen diese Entwicklung Richtung Sicherheit da sowohl bei den einen als auch anderen, weil die einen bleiben wirklich ein Leben lang bei einem Unternehmen oder zumindest lange Zeit, und die anderen haben aber die Sicherheit, dass wenn sie wechseln, dass sie ohne dies wieder sehr schnell einen Job finden. Das heißt, es sind ja beide dann so in diesem Sicherheitsdenken trotzdem, oder nicht denken, aber Gefühl, weil ich ja sagen kann, ich brauche mir ja keine Sorgen machen, ich finde ja ohne dies wieder einen Job. Das ist vielleicht darf ich das nochmal präzisieren, habe ich das gehört, 2025, ab 2025 müssten wir damit rechnen, oder habe ich mich da verhört? Mich interessiert es deshalb speziell, weil natürlich man jetzt auch darüber nachdenkt, jetzt gibt es eine ansteigende Arbeitslosigkeit, jetzt gibt es natürlich viele Menschen, die sich Sorgen um ihren Arbeitsplatz machen und machen müssen, vielleicht auch aufgrund der ganz speziellen wirtschaftlichen Situation im Zuge der Covid-19-Pandemie. Aber sehen wir hier insofern eine Zukunft auf uns zukommen, dass man sagt, das müssen wir eigentlich abwarten, weil in wenigen Jahren, wo wir vielleicht die letzten Ausläufer dieser Pandemie wirtschaftlich noch erleben, wird aber gerade das beginnen, dass sozusagen die Nachfrage nach Arbeitnehmern extrem steigen wird. Ist das zu früh? Genauso ist das. Genauso ist das. Also diese Pandemie ist sozusagen aus unserer Sicht im Augenblick eine Delle sozusagen in einer langfristigen Entwicklung, die genau in die andere Richtung geht, ja, nämlich in die Richtung ist, die Arbeitslosigkeit sinkt. Irgendwann ist sie sozusagen, also dreht sich das Feld und es gibt keine Arbeitslosen. Also lassen uns ehrlich sein, so eine Sockelarbeitslosigkeit wird es immer geben, weil es eben Menschen gibt, die viel zu schlecht ausgebildet sind und so weiter. Aber ein Arbeitsmarkt, den wir sozusagen zwischen 2025 und 2030 in Deutschland prognostizieren, der eben 3 Millionen unbesetzte Stellen hat, ist genau das Gegenteil von Arbeitslosigkeit. Und das kann jeder, ehrlich gesagt, bei sich selber nachprüfen. Schauen Sie einfach in Ihr Unternehmen und zählen einfach mal durch, wie viele Menschen in Ihrem Unternehmen in den nächsten 5 und in den nächsten 10 Jahren ihr Unternehmen verlassen, weil sie schlicht das Rentenalter erreichen. In den Unternehmen, mit denen ich zu tun habe, sind das regelmäßig zwischen 30 und 50%. Und dann kann man sich als zweites anschauen, wie viel kriege ich aus dem Arbeitsmarkt aus der jungen Generation, das sind viel weniger. Damit werde ich diese entstehende Lücke sozusagen niemals füllen können. Was uns beide eint, worüber wir auch schon mal kurz Gelegenheit hatten, bei einer Veranstaltung zu diskutieren, ist die Frage, was denn diese jungen Menschen an, wie soll ich sagen, Talenten, Begabungsförderung und so weiter jetzt mitbringen sollten für diesen zukünftigen Arbeitsmarkt. Ich habe mich gerade intensiv damit beschäftigt und komme zu dem Schluss, dass Lösungsbegabung etwas ist, wovon ich glaube,
das ganz zentral ist. Aber was ist es jetzt mit dieser digitalen Bildung, mit diesem Anspruch? Wird jeder am Ende des Tages programmieren, jede am Ende des Tages programmieren können müssen? Oder wie wird sich denn das aufteilen? Wird es auch diejenigen geben, die sagen, ja, das ist eine Technologie, aber ich muss mir andere Dinge auch aneignen, damit ich am Ende des Tages auch Ideen damit umsetzen kann? Ja, also ich mach mal. Ja, ich sage es mal ich sage mal zwei Sachen dazu. Das erste ist ganz einfach. Selbstverständlich wird jeder programmieren, aber das ist nicht das, was wir uns vorstellen. Also zum Programmieren muss nicht jeder Informatikprofessor geworden sein oder Informatik studiert haben. In der Technologie reden wir sehr klar von der sogenannten Low-Code oder sogar No-Code-Entwicklung, was im Wesentlichen heißt, dass das Programmieren einer App in ungefähr so schwierig sein wird, wie das Zusammenstellen einer PowerPoint in wenigen Jahren. Ja? Und wenn Sie in Ihr Unternehmen schauen, dann gehört das Zusammenstellen einer PowerPoint eben in ziemlich viele, wie soll ich sagen, in ziemlich viele Jobbeschreibungen hinein, in einige natürlich auch nicht, ist klar. Aber ich würde so über den Daumen mal sagen, also überall, bei all denen, die heute mit PowerPoints arbeiten, die werden auch Apps programmieren und es wird sie nicht besonders, wie soll ich sagen, sie werden nicht extra dafür studieren müssen. Aber also das einfach nur zur Frage, werden wir programmieren? Natürlich werden wir programmieren, aber es wird anders sein als bisher. Zu der Frage, was muss man in dieser digitalen Ära eigentlich können, sozusagen? Auch in einer Ära, in der die natürlich nicht nur von Digitalisierung, sondern von anderen Technologien, ich meine, wir reden über Gentechnik, ja, all diese Dinge geprägt ist. Was muss man da können? Noch dazu in einer Zeit, in der in vielen Wissensgebieten in dieser Welt aller, weiß ich nicht, 5, maximal 10 Jahre sich das Wissen der Welt verdoppelt und man einfach am Anfang des Lebens ja gar nicht alles lernen kann, was man irgendwie im Zuge seines Lebens braucht, ja, und dann immer neue Lernphasen hat. Also was muss man können? Ich sage immer, und ich habe da, also bin da nicht ganz so tief sozusagen reingegangen wie Sie. Ich habe da kein extra Buch drüber geschrieben, da sind Sie viel tiefer drin. Aber ich sage immer, die Menschen müssen, oder die jungen Menschen heute, die müssen sich 4 Dinge aneignen. Sie müssen verstehen, wie Menschen ticken. Sie müssen verstehen, wie Computer ticken. Sie müssen verstehen, wie Gesellschaften, Organisationen ticken. Und sie müssen verstehen, wie Unternehmen ticken. Und wenn man diese 4 Dinge hat, ja, und das kann man jetzt einen Namen dafür finden, ob das wie Menschen ticken, so die Psychologie ist beispielsweise oder auch die Medizin, die Hirnforschung natürlich, wenn man reingeht, bei der Frage, wie Computer ticken, hilft natürlich ein bisschen, wie soll ich sagen, sich mit Daten und Algorithmen und künstlichen Intelligenzen zu beschäftigen, ist klar. Bei der Frage, wie Gesellschaften ticken, ist Philosophie nicht verkehrt. Und bei der Frage, wie Unternehmen ticken oder wie Märkte ticken, ist es nicht verkehrt, sich ein bisschen mit Wirtschaft oder Management auseinanderzusetzen. Also ich sage immer, mich fragen oft Gymnasiasten, was soll ich studieren? Und ich sage immer, bitte verabschiede dich von dem Gedanken, dass du jetzt eine Sache studierst, die für dein Leben sozusagen halten wird. Du studierst jetzt etwas für die nächsten 10 Jahre und dann wirst du nochmal was Neues lernen oder was Neues studieren und versuche bitte jetzt am Anfang, dich sozusagen in diesen 4 Bereichen vorzubereiten und sozusagen einfach sozusagen dich lernfähig zu machen oder dich anschlussfähig zu machen an all das, was da kommt. Und ich glaube, das kann man, also diese vier Bereiche kann man genau damit übersetzen, was Sie sagen, dass es eben sozusagen auf diese Kompetenzen ankommt, ja, und weniger möglicherweise auf das Detailwissen in einem Gebiet.